Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trades from Zero. Es ist soweit, liebe Leute. Der erste Auftritt von Arc-en-Ciel ist gerade am Laufen. Die Bude ist gerammelt voll und wir sind jetzt hier am Checken des Innenbereiches, ob wir hier irgendwelche Auffälligkeiten feststellen. Bei unserem ersten Rundgang ist soweit alles ruhig geblieben. Jetzt steht der zweite bevor. Wir haben uns den unteren Bereich beim letzten Mal hier schon angesehen. Nichts gefunden. Wir machen jetzt gleich oben weiter. Und ich will, bevor wir jetzt hier nach oben schreiten, einmal noch darauf hinweisen, wie unfassbar schön ich diesen Track hier im Hintergrund finde. Ich habe jetzt, nachdem ich die letzte Folge beendet habe, lief das noch so ein bisschen im Hintergrund. Ich habe mich wieder dabei ertappt, wie ich meine Boxen hier ein bisschen lauter gedreht habe. Ich glaube, das ist bisher mein absoluter Lieblingstrack hier in dem Spiel und ich freue mich, dass ich den noch so bewusst wahrgenommen habe und das ist mir tatsächlich während der Aufnahme in der letzten Folge gar nicht so bewusst gewesen. Gut, ich starte jetzt mal auf dieser Seite, da wir ja wissen, dass wir hier nur eine Aufstiegsmöglichkeit haben, nämlich bis hin zu dieser Ebene. Gucken wir mal, ob sich jetzt was verändert hat. Oh mein Gott, wie wunderschön dieses Setting einfach ist. Wir haben das auf jeden Fall gerade aus einer anderen Perspektive gesehen, als zu dem Zeitpunkt, wo Elia ihren Auftritt noch hatte. Jetzt ist gerade Rishia an der Reihe. Nothing unusual here. Wow, Dudley must have a remarkable amount of focus. He's got a full view of the stage, yet he's completely unfazed. Yet another example of his iron will. Ja, also dem traue ich auch zu, dass der professionell ist, auch wenn er durchaus und definitiv unsympathisch war, als wir ihm das erste Mal begegnet sind. Aber das muss ja nicht heißen, dass er seinen Job nachlässig betreibt, ne? Das eine schließt ja das andere nicht aus. Ich gucke jetzt nochmal hier, auch wenn wir in der letzten Folge da jeweils das Gleiche zu sehen bekommen haben. Aber man weiß ja nicht, ne? Vielleicht fällt jetzt hier ein Detail auf der anderen Seite. Aber es blieb ruhig. Mal gucken, was wir hier zu sehen bekommen. Ey, Mond ist einfach so viel schöner. Habe ich beim letzten Mal ja schon festgestellt. Aber ich habe damit auch gerechnet, irgendwie von Anfang an. This side looks good, but I think the officer assigned here has gotten a little preoccupied. We are in the middle of an Arc-en-Ciel play. Everyone's bound to be captivated. Okay, also auch diesmal immer noch alles ruhig soweit. Aller guten Dinge sind 3. Also eigentlich wäre es ja gut für alle Beteiligten, wenn es auch so ruhig bleiben würde. Aber was genau soll ich jetzt machen? Denn wie gesagt, unten sind wir gewesen. Ich gucke ja nochmal durch den mittleren Bereich. Weiß ich gar nicht, ob ich das beim letzten Mal gemacht habe. Guck mal, wie platt und eindimensional das Publikum da gerade aussah. Nothing wrong here. Elia is one thing, but Rishia is just as amazing. Agreed, she brings her own unique style of dancing to the performance. When she moves, she really has the air of a moon princess bathed in silver light. Habe ich mir das gerade eingebildet oder hat Ellie diesmal auch ein bisschen mehr geschwärmt als seinerzeit bei Elia? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir jetzt einmal überall gewesen. Ich weiß nicht, habe ich irgendwas übersehen? Ich versuche mal eben kurz nach... Ah, okay. Man musste also nochmal den Raum hier neu betreten. And that's the end of the second act. The crowd just can't get enough. Jetzt passiert was. Ich bin so aufgeregt, weil irgendwie... Weiß ich nicht, ich habe in der Vergangenheit in den Trades-Spielen immer Vermutungen aufgestellt und die haben sich eher in den seltensten Fällen bewahrheitet, also bei Sidequests und sowas alles schon, aber selten im Rahmen der Hauptmission. Was it simply a whim of the goddess or perhaps a bit of mischief? To her surprise, the Sun Princess learned that the Moon Princess was not a stranger but her younger sister separated from her at a tender age. Unaware of this revelation, the Moon Princess faced her sister with a cold, hostile spirit. The distraught Sun Princess, concealing her true identity with a gown and mask of white, beckoned the Moon Princess to the forest ruins. The very same ruins the two sisters once frolicked. Heißt das, ist das Frohlocken auf Englisch? Ist irgendwie naheliegend, ne? Through in their youth, a secret place known only to the two, where they could dance and play under the thick forest canopy.
das ist alles so schön. Und das große Finale am Ende, das hatten wir ja bei den Trainings gesehen, wird der Tanz sein, den sie zu zweit aufführen. Oder die Darbietung. Ich weiß gar nicht, ob man das Tanz nennen kann. In den Kommentaren habe ich gelesen, das hat es, finde ich, ganz gut getroffen. Die artistische Einlage. Das wird dann wahrscheinlich das große Finale sein. Ich weiß nicht, ist es wie bei einem klassischen Drama, dass wir hier 5 Akte insgesamt haben? Das könnte eigentlich hinhauen, ne? Aber das Bühnenbild ist halt auch so hübsch, ne? Also mega. So langsam versteht man, warum diese Show von denen so gehypt wird. Wobei, Rishia ist ja als Element neu mit drin, ne? Keine Ahnung, wie das früher abgelaufen ist. Da auch eine Story erzählt wurde, denn es scheint ja hier eine Background-Story zu geben, wie wir anhand des Erzählers immer wieder mitbekommen. The third act is where things usually start turning around for the protagonists, right? The audience seems to be eating it up. I know I am. It's rare to see a play this marvelous. I can't imagine it getting any better. Now, if only it would end without incident. Yeah, I sure hope so too. Even if it means that we don't catch the culprit, it would be for the best. Ja, wisst ihr, was krass ist? Oder was krass wäre, wenn einer der anwesenden Gäste am Ende der Täter ist und wir nach jemandem Ausschau halten, der vielleicht schon in den Zuschauerreihen sitzt und nur auf seinen großen Einsatz wartet und sich insgeheim darüber ins Fäustchen lacht, dass wir uns hier draußen so eine Mühe geben. Randy and Theo can handle things outside. Okay, das ist, glaube ich, jedes Mal der gleiche Wortlaut. It has been an exciting performance. I'm delighted that our guests appear to be enjoying themselves. The play is nearly over. Perhaps this evening would truly end without incident. Ne, das würde ich jetzt nicht so laut sagen. Aber ist der dritte Akt jetzt der letzte? Das klingt irgendwie so, wenn man Helmer jetzt Glauben schenken darf, oder ich habe es falsch interpretiert. I haven't noticed anything strange. No one has been allowed to enter through the front door since the play began. I haven't noticed anything strange. Did that yin end up getting cold feet? The first division is on the lookout after all. Wir haben den Leuten hier wahrscheinlich nicht erzählt, was wir in der letzten Folge alles erfahren haben, ne? Da haben wir ja Yin auch angetroffen. Der hat uns ja quasi auch beauftragt damit. Deswegen sind wir unter anderem auch hier, herauszufinden, wer hinter diesem Brief steckt. We can leave this area to them. Gut, das haben wir beim letzten Mal auch schon gelesen. Ich darf diesmal nicht vergessen, durch die Haupttür auch nochmal einen Blick reinzuwerfen, denn du musst hier scheinbar mit jedem mal gesprochen haben oder durch jede Tür einmal geschaut haben, damit es dann jeweils zum nächsten Akt geht. I thought I heard a loud thud coming from the dressing room earlier. It was probably just my imagination. Am I starting to hear things? No, I'm sure it was just some sound effect from the performance. Aha, the play is just about to reach its climax. Alright, I'd better hurry up and finish cleaning. Habe ich da gerade irgendwas übersehen? Weil wir waren doch gerade in dem Dressing Room. Warte mal, vielleicht passiert jetzt was. Nachdem sie uns das mitgeteilt hat. Oder wir werden nach dem nächsten Rundgang hier einfach nochmal hingelotst. Oder wir hören irgendwie ein Geräusch, wenn wir hier einmal die Runde gemacht haben und stellen dann fest, dass wir da was übersehen haben. So, diesmal fange ich jetzt hier an. Mega schön. Aber habe ich das gerade richtig gesehen? Da waren nicht alle Plätze besetzt, oder? Ich dachte, das Ding wäre ausverkauft. Seems like the story just pulled out one heck of a twist. Right? Who could have guessed that the two princesses would be sisters? Where will the plot take us next? Es bleibt spannend. Vielleicht werden wir nie die Antwort darauf erfahren, außer durch Hörensagen. No, we have to resist. Sorry, it's just too compelling. We should focus on patrolling. Ja, das ist wie, als würde man ein Trades-Spiel spielen. Wisst ihr, Lloyd und Ellie? Genau so fühlt sich das an. So, dann gucken wir einmal wieder hier rüber. Wir werden jetzt wahrscheinlich wieder viel Grün im Hintergrund sehen. Passend zur Haarfarbe von Dudley.
der, ganz ehrlich, von hinten so ein bisschen aus wie Himakias. It looks like Dudley is interested in the play after all. Even so, I can tell he's still scanning the area for threats. I can hardly blame him. I bet there isn't a soul in all of Simuria that Arkansas's performances couldn't captivate. Naja, also würde es hier schon Google geben und wäre hier alles schon durchdigitalisiert, dann würden diese Ein-Sterne-Rezensionen, diese obligatorischen, nicht lange auf sich warten lassen. So wieder mit irgendwelchen Bullshit-Begründungen. Ich meine, nichts gegen Leute, denen sowas wirklich nicht taugt, aber man kennt's ja, dass Produkte oder Events oder keine Ahnung was einfach wegen Nichtigkeiten schlecht bewertet werden. Und ich wette, das würde hier diesen Ark-and-Seal-Shows auch nicht erspart bleiben. So, ich weiß, man sieht ja auf der anderen Seite immer jeweils das Gleiche. Ich will nur auf Nummer sicher gehen. So. Hier wird sicherlich jetzt auch nichts passieren. Und wenn wir wieder nach unten kommen, wird irgendein Ereignis eintreffen, was uns in Richtung Dressing Rooms treibt. Da bin ich überzeugt von. Nothing suspicious here. The officer aside, it looks like Ernest is paying real close attention to their perimeter. He's always looking out for grandfather's safety. Besser ist. Auch wenn ich den Ernest noch nicht so greifen kann. Aber gut, den Grandfather eigentlich auch nicht. Aber bei dem hatte ich ja eigentlich immer ein ganz gutes Bauchgefühl. That's the end of the third act. Now the final act begins. Ah, es gibt also 4 insgesamt. Okay. Jetzt kommen die beiden auf die Bühne, ne, und tanzen zusammen. Das große Highlight, der große Abschluss. The princesses learned of the dreadful conspiracy that drove them apart in their youth. Despite discovering the sad truth, they could not turn away from their inevitable clash, because after all they were princesses. Only one of them could become the shrine princess, carrying the will of the goddess on her shoulders. As though this wasn't enough, they even fell in love with the same man. Their strong affection for one another was constantly torn apart by the cruel whims of the world. Their complex feelings ignited into a burning rivalry, fueled by their compassion and understanding of each other. With these emotions swirling wildly in their hearts, they traveled to the star sanctuary, ready for the fated ceremony. Boah, mega. Ich glaube, das ist die schönste Aufführung, die ich jemals in einem Videospiel gesehen habe. Also, wenn es hierfür jetzt keine Standing Ovations gibt, dann weiß ich aber auch nicht. Mega, wie auch immer das funktionieren soll, dass sie da durch die Gegend fliegen. Wahrscheinlich sind die an irgendwelchen Seilen befestigt oder so. Phew, thank Ideos. It looks like the play is going to wrap up Incident 3. Hallo? Da wurde die Protagonistin bedroht. Also gut ausgegangen ist es erst, wenn sie sicher zu Hause in ihrem Bett liegt und schläft. Noch ist gar nichts vorbei. And we didn't even notice anything suspicious during our patrols either. Lloyd, Ellie. Ah, das ist der Helmer. Was ist los, Helmer? What's going on? Is something wrong? Well, you see, one of the attendees has been behaving unusually for a while now. And we only just realized that she's not on our guest list. Uh-oh. What? Where's she? Up the stairs on the right, in the back. It seems she's been peeking in on the S-section seats. Got it. We'll go check it out right away.
Stay here and wait for us to return, sir. Of course. Wie jetzt oben und dann rechts, oder was? Ich bin jetzt so verwirrt, weil ich diesen Dressing Room so safe im Hinterkopf abgespeichert habe und so überzeugt war, dass wir dahin müssen. Up the stairs on the right, in the back, please hurry. Machen wir. Also, naja, eigentlich machen wir das nicht. Huh? A suspicious attendee? You've got to be kidding me. Aber vielleicht ist das auch nur ein Ablenkungsmanöver. Also wer weiß, was da wieder hintersteckt. The suspicious person is up the stairs to the right, Lloyd. Let's go. Right, no time to waste. So, warte, ich gehe trotzdem hier gucken. Ah ne, jetzt bekommen wir auch wieder Schelte von ihr. Diesmal allerdings zurecht. Und hier vermutlich auch, ne? Ja, okay. Also völlig idiotensicher. Können wir hier nochmal durchgucken. We don't have time to watch the show. Let's hurry toward the east staircase. Wie sauer die auf mich sind. Ich kann förmlich spüren, wie die immer lauter und ungeduldiger werden. No way. Is that who I think it is? Wer denn? Oh, Grace! Oh, darn it. Why did Dudley have to pick this spot to patrol? Why would Dudley? This was the perfect place to wait for my big scoop, and he is ruining it. Soon as I start going to town with my camera, he'll catch me for sure. Hey, Grace. Aber die ist doch dann nicht suspicious, oder? Also, es gibt ja eine Erklärung, warum sie sich hier aufhält. Hätte ich jetzt vermutet. Wobei sie sich als Pressevertreterin doch durchaus hätte anmelden können. Wow, Lloyd? And Ellie too? What in the world are you guys doing here? We could ask you the same question. What are you doing here, Grace? You're not on the guest list, are you? No, but I have my reasons. I may have snuck in here with a little trick of mine. Which was what exactly? Keep this a secret, will you? Long story short, I slipped in with the cleaning crew and voila, exclusive access. Are you kidding me? Why did you have to go that far? Well, there's a simple explanation for that. You see, all of the friggin' press tickets got snatched up by the other CNS journalists. I just had to take a peek at the preview show, but I was following another story at the time. What was I supposed to do? Not watch it? That still doesn't make it right or legal. You're a real troublemaker, you know that? Come on, guys, we're all friends here. How about we go watch the rest of the play? It's finally reached the long-awaited climax after all. If we don't see it, we may regret it for the rest of our lives. You could have just waited for the public show like a normal person. Besides, are you sure that's your only reason for sneaking in? You're not the one who sent the threat letter, are you? The threat letter? What the heck are you going on about? Hold on, I thought it was kinda strange to see Dudley and his pals patrolling the theater. Oh, it has to do with this letter you mentioned, right? I don't think she's our culprit, Lloyd. Yeah, I figured it wouldn't hurt to ask. Naja, jetzt wird wahrscheinlich ihre Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt sein und vielleicht haben wir jetzt doch ein Problem. I doubt even Grace would take things that far. Even me? How rude. Is that really what you think of me? Says the woman who decided to sneak into a private performance for a big scoop. Oh, that reminds me, you mentioned that you were following another story, right? What's it about? My lips are sealed. Wait a second, is the First Division here because they're keeping tabs on him? Darn, I thought I was the only one who had picked up on it. Him? Are you referring to Yin? Oh no. Das ist... Oh, ich weiß nicht. Ich finde das so unprofessionell. Also ich meine, klar, wir sind vielleicht mehr als nur Bekannte mit Grace, aber wie sie einfach so den Namen raushaut, das ist doch voll die interne Information. Kann sie doch nicht einfach so random droppen. Also anstatt erstmal ihre Antwort abzuwarten, so, wisst ihr, was ich meine? Huh? The heck's a Yin? Does that have something to do with that threat letter you're freaking out about? No, forget about it. Listen up, Grace. I'm going to need you to tell me everything you know. If you don't, we have to take you in for trespassing. Whoa, Lloyd, isn't that a little cruel? You and I are buddies, right? Sure, but what we need now is some sort of clue, no matter how small it is. So please, Grace, tell us. Fine. Guess you're serious about this.
I'll split the beans. Nein, wir spillen sie, wir splitten sie nicht. I'll spill the beans, but are you sure you want to talk about this in front of Ellie? Was? Why would we not? Is there something wrong with me being here? Well, okay, but don't say I didn't warn you. Es hängt mit ihrer Familie bestimmt zusammen, mit ihrem Opa oder mit Ernest. The scoop I've been chasing involves a dark rumor about the mayor's secretary. Okay, what? You can't be serious. I think his name is Ernest. Either way, he's extremely dangerous, with a capital D. He's supposedly been secretly embezzling funds from the mayor's office. And here's the kicker. He's been covertly scheming with the Imperial Faction Diet members. Rumor has it he's trying to off the mayor. Personally, I think that's a bit too far-fetched, though. Oops. Hey, Lloyd, if grandfather were to be killed under these circumstances, the culprit could easily slip out during all the commotion so long as no one witnessed the crime in action. That's it. That's his plan. Oops. Whoa, where are you going? Jetzt hast du was ausgelöst. Das heißt, wir geben uns jetzt mitten in der Show zu erkennen. Oh mein Gott, ich glaube, die Eskalation bahnt sich an, auf die ich gewartet habe. Der wird bestimmt den Opa dann als Geisel nehmen oder so. What? Den Blick hätte ich jetzt gerne in Full HD 4K gesehen. Voll das Paradoxon. So, is this the police officer who was watching the box? You? Tja, was sagst du jetzt? What the hell are you doing here? Das geht dich gar nichts an. What? We'll talk later, Ellie. We're going in. Let's hurry. Nein! Und ich fahre sowas von Geiselnahme. Oh. Don't you dare. Wir sind zu spät. Damn. Grandfather. Damn it, he has a gun. Ich bin gerade voll überfordert. What the hell is this? Who would have thought that you'd show up in a place like this? Another cruel twist of fate, courtesy of the goddess. Ernest, why? Why do all of this? You were always there to support grandfather, so why? Tja, alles unter falschem Vorwand scheinbar. We're cut from the same cloth, Ellie. I'm just as fed up with Crossbelt 6 situation as you are. But in the end, the only path we have toward change involves constantly bending to the whims of those more powerful than us. That is why I had to act. So that's the reason you impersonated Yin and sent the threat letter to Elia. You made us believe that Yin was behind everything, all while plotting the mayor's assassination from the shadows. Damn it, so that's what was really going on. Have you enjoyed playing this game of yours? You may be with the First Division, but in the end you're just a 2-bit detective. Be it Rivage, HIER, or even the real Yin, if he actually exists. Ja, wir haben ihn getroffen. They're nothing more than puppets dancing in the palm of my hand. Tch. Also irgendwo hat er aber auch recht, weil Yin wusste ja nicht, dass Ernest dahinter steckt. Und Yin weiß wahrscheinlich eine ganze Menge. Das zeigt nur, wie gefährlich Ernest letzten Endes auch ist, wenn selbst Yin und HIER und wie sie nicht alle heißen, nichts davon wussten. Don't move. Put the gun down slowly. You can still get off with attempted murder. Don't take it any further. Don't take it any further? Isn't that my line? The life of this old naive man, the mayor of Crossbell State. I could end it with one swift pull of this trigger. Please stop this. Damn. Surely you don't want our dear Ellie to witness the moment her grandfather's life comes to a violent end, right? So, how about your righteous fools line up on the wall there and clear a path for me? What are you trying to pull? Even if you make it out of this theater, there's nowhere in Crossbell for you to run to. Shut it, just do as I say. Das glaube ich nicht, was Lloyd gerade gesagt hat, weil der wird wahrscheinlich ein großes Netzwerk von Helfershelfern haben. Bastard. Hoffentlich überlebt der Großvater das.
Good, you have ears after all. Krass. Now to hold up my end of the deal. Oh, wir haben den Großvater bekommen. Hat er das überlebt? Den Rest kriegen wir auch noch hin. Grandfather? Hold it. You won't escape. Meint er damit uns oder Ernest? Bin mir nicht so sicher, wenn das von Dudley kommt. Ich glaube, das wird nichts bringen. Der wird verschwinden und wir fangen im nächsten Kapitel wieder komplett von vorne an. Wissen aber, dass er hier scheinbar eine zentrale Figur des Ganzen ist. How's he moving so quickly? Tja. Randy, Theo, brace yourselves. Mayor McDowell's secretary is headed your way. He's our man. Take him down. We'll get him. Ernest, very well then. Da zeigt sich, wie professional wir sind. Keine Fragen, kein gar nichts. Einfach Vertrauen ineinander. Das Reden kann man sich für danach aufsparen. Phew, where do you think you're going? Damit hat er nicht gerechnet, dass wir so gut vorbereitet waren. This man is the true culprit behind this case. Randy, Theo. Anwesend. Krass, ich hätte nicht gedacht, dass sie den jetzt stoppen können. Oh, thank goodness, you guys managed to catch him. Ich wette, gleich wird ihn jemand hier noch befreien. Irgendwie eine Bombe reinschmeißen oder so. Yeah, it was lights out for him as soon as I saw him pull out a gun. Good call. That aside, why are you with Mr. Glasses-wearing Dick? Theo ist einfach die geilste. Excuse me, I do hope you mean detective by that. Explain yourselves now. What is the meaning of all of this? You've been brought back up. What exactly were you planning? Well, you see... Ja! Oh, sind wir dumm? Sind wir dumm? The hell? He can still move? Oh, wie unaufmerksam. Das war, ich nehme alles wieder zurück, was Professionalität angeht. As if I could be... Oh, das war ich zu langsam. I will be the next mayor. Darauf will er hinaus. Ey, nach der Aktion, wie soll das denn funktionieren? With Speaker Hartman on my side, the next election will be a ja, wer soll denn das so schnell lesen, bitte? Wow. Ach, stimmt, Zeit wollte ja auch unterstützen und da ist er. Auf ihn ist halt Verlass. Zeit. Is that the wolf? Well done, Zeit. Ja, voll ignoriert wird der Dudley. Oh, come on, the spotlight's being hogged by a literal glory hound. No, the spotlight's all mine. Ach, Grace ist auch noch da. Oh, das ist aber ein Bild, was sich gut vermarkten lässt. Oder auch 20 oder 50 Bilder. Where did she come from? We can never let our guard down. Ist so. What is going on here? This is like a damn circus all of a sudden. Yeah, unhand me at once. I definitely be. I'll be the next mayor! Ja, in deinem Traum vielleicht. In der nächsten Gefängniszelle. Hier geht's immer noch weiter. Guck mal, was die für einen dicken Kronleuchter haben. Den hat man vorher gar nicht gesehen. Aber wenn da mal jemand runterstürzt, ne, dann haben wir aber ein Problem. Ich will immer noch dran glauben, dass die mit Seilen gesichert sind oder sowas. Wie die von all diesem Tumult wahrscheinlich gar nichts mitbekommen haben. Wobei man das auf der Tribüne eventuell gesehen hat. Ich meine, da sind ja temporär Leute entlang gerannt. Das ist wahrscheinlich auch nicht so ein Standardanblick. Aber ich weiß auch gar nicht, ob die während so einer Performance darauf überhaupt achten. Ja, eine, der da unten am Boden liegt. Das ist aber kein Unfall, oder? Das gehörte zur Performance. Oh mein Gott, wie schön. Cool. Also aus deren Sicht müsste eigentlich alles nach Plan gelaufen sein. Jetzt mit Blick auf die Show, meine ich. That was amazing. Wow, dein Opa liegt schwer verletzt hier vor dir in deinen Händen und du achtest noch auf die Show. Die hat Nerven. I'm thoroughly impressed as well.
Grandfather, you're already awake. Thank Idios. Ach, sie dachte, dass er schläft. Ja, okay. Ich weiß nicht. Ich könnte da, glaube ich, trotzdem nicht ruhig bleiben. Yes, I'm perfectly fine, Ellie. What just happened was deeply unfortunate, but there will be time to address it later. I still intend to watch this performance to the end, out of respect to the wonderful people of Arkansas. Grandfather, you honor us. You honor... Je öfter ich dieses Wort ausspreche, desto kaputter klingt es. Sie ehren uns, Sir. Machen wir das einfach so. Wenn du nicht weiter weißt, einfach eine andere Sprache wählen, passt schon. Oh, wir sind direkt im Artikel. Wer hat denn die ganzen Fotos und alles hier geschossen? Also, dann wird ja Grace nicht die einzige Fotografin sein für die Crossbell Times, was ja auch irgendwie klar ist. Wir haben ihre Kollegen ja auch schon kennengelernt. So, Act 1 of the brilliant preview performance. Extra, a glamorous stage and the intrigue behind it. A preview of Golden Sun, Silver Moon. The anticipated new stage show from Arkansas has had its preview performance. Elia Platier captivated the audience from the moment the curtain rose with breathtaking acrobatics. Act 2 followed with the appearance of a hopeful new face, Rishia Mao, who stunned the audience with her mystique and expressive dancing. Ich weiß nicht mehr, wie man umblättert. So. Together with the atmosphere that Elia illuminated the stage with, the audience was delighted. I felt like I was witnessing the rebirth of Arkansas. The official opening will surely be something to look forward to. The mayoral assassin's dagger. While the drama was unfolding on stage, a more real one unfolded behind the scenes as the police discovered and foiled the attempted assassination of Mayor Henry McDowell in the balcony during the preview performance. An official statement has been issued regarding the incident. The official word is that the suspect, Mr. Ernest Reis, 29, McDowell's top aide, arrived with the mayor to watch the performance. He smuggled a gun and dagger past security officials, then attempted to use them to assassinate the mayor. Der Suspect Reis. Ich wusste gar nicht, dass der Reis heißt mit Nachnamen. Ja, aber das hast du davon, wenn du die Leute, die angeblich so wichtig sind und so VIP sind, nicht richtig kontrollierst. Können sich halt auch Arschlöcher und Täter hinter verbergen. Ist so. What motivations did he have? Mr. Reis served as the mayor's top aide for many years and was known for his honest personality. Why did he commit this crime? In gathering evidence, we discovered that he also illegally misappropriated mayoral funds and had connections with specific representatives. Additional evidence suggests he planned to run for the next mayoral election, and it is speculated he committed the crime to try to obtain the political position himself. However, the police have taken over the investigation, and so the true motives will likely remain confidential. Behind the suspect's arrest, Crossbell police became aware of the assassination plot in advance, subsequently deploying a security team inside the theater. The team was fooled by the suspect's clever diversion. However, the newly commissioned Special Support Section, conducting their own independent investigation, were able to thwart a Reis plot and save the mayor. Oh mein Gott, der erste Artikel, wo wir positiv und ausschließlich positiv Erwähnung finden. Ich bin so stolz auf unser Team. A detective from the 1st Investigative Division said, "No comment, I cannot divulge more than what has been publicly disclosed." Publicly disclosed, so rum. The moment of arrest, Ausrufezeichen. Voll unprofessionell mit dem Ausrufezeichen, aber okay. Mayoral vacation. Following the incident, Mayor McDowell has decided to take a vacation. Even though he wasn't severely injured, the stress on his mind and body was immense, so he made this decision in consideration of his old age, stated the city public relations officer. Though the mayor's safety is indeed good news, it is so far unclear how long this break will last. The anniversary festival is approaching, and all of us at the newspaper pray for his quick return to duty. Oh Mann. Yikes, things really got out of hand. I'm guessing most of the public's in an uproar by now. Considering that the mayor was almost assassinated at the debut of Arkansas's new show, yes, I would imagine so. It is the ultimate scandal.
We can at least take comfort in the fact that Mayor McDowell is getting a lot of support from the citizenry, but I'm still disappointed that the Imperial Faction Diet member Ernest had ties to was never named in any of the papers. Yeah, that was probably the first thing they went and censored. Wo ist Ellie eigentlich? Besides, I don't get the feeling the Imperial faction was involved at all. Seems like it was just that crazy secretary guy going rogue. Was ich halt nicht verstehe. Genau, das, was Randy nämlich gerade sagt. Für den Gesamtkontext und die Gesamtproblematik hier im Spiel, oder mehrere Problematiken im Grunde genommen, hat das eigentlich keine Relevanz. Eigentlich ist er nur ein irrer Einzelfall, weil der halt in der Karriereleiter aufsteigen wollte, ne? Außer die Verknüpfung zu Yin vielleicht, weil er das halt in seinem Namen gemacht hat. Vielleicht wird jetzt im Zusammenspiel mit Yin noch ein bisschen was passieren. Yeah, maybe so. There really wouldn't be any benefit to assassinating the mayor as far as the Imperial faction's concerned. Then again, had the assassination been successful, they could have pinned it on Yin and, by extension, the Republican faction due to their connections with HIER. You might be on to something there. Thinking back, did Ernest seem to be acting strange to any of you? It was as if he had lost his sanity, or perhaps lost control would be more appropriate. Yeah, I was thinking the same thing. The First Division is taking care of the interrogation now. I wonder if they found anything out yet. Well, as for Ernest, he's in a state of total shock. Can't even speak properly. Aha. Ah, Sergei, na? Chief. Können wir mal gelobt werden, dass die Zeitung und die Presse uns positiv beschrieben haben. You're saying they can't even interrogate him? Yep, since they weren't making any progress with him, they decided to go ahead and chuck him in the clink for now. Last I heard, they thought of calling in a church counselor or asking if someone from St. Ursula would check him out. I hope that will help. That aside, you four have become quite the celebrities, haven't you? While I was at the department today, the Fox was showering me with praises for the SSS. Boy, you should have heard him. No way. I find that hard to picture. Wo ist Ellie? Mich macht das irgendwie wuschig, dass sie nicht hier ist. So, we're in Vice Commissioner Jackass Good Books now? Whoop-de-doo. Hey, it wasn't only him. The entire force had something good to say about you guys. Wird ja auch langsam mal Zeit. Actually, I take that back. The First Division didn't really say much, but I'm sure that their opinion of the SSS is a bit higher now. So, puff your chests out a little. You've earned it. Ja, finde ich auch. Yeah, we'll try. But how can we be happy at a time like this? Yeah, try to think about how Mademoiselle Lee must be feeling right about now. Aber eigentlich ist das ja Glück im Unglück gewesen. Ich glaube, der schlimmste Outcome für sie wäre, wenn ihr Großvater jetzt hier gestorben wäre. Das war gerade so meine größte Sorge während der Szene vorhin. Seriously? Tomorrow is far too early for you to return to work. Ah, deswegen ist sie nicht da. Macht Sinn. It's nothing more than a bruise and a minor sprain. 5 days of rest has been more than enough. If anything, I feel better than ever. Don't take this so lightly, grandfather. Please think about everything that's happened. You could have died, and when you do go back to work, you won't have your secretary. The most important thing for you right now is to rest until you're fully recovered. I know how you feel, dear, but the anniversary festival is getting closer by the day. Duty called, so I can't afford to abandon my role as Crossbell's mayor over such a trivial matter as this. Trivial matter? Ja, genau mein Gedanke gerade. A trivial matter? Oh Mann. Grandfather, how can you be so calm about this? Aren't you upset? Isn't your heart broken? Ernest was like a son to you, yet he betrayed you. So why are you acting like nothing's wrong? If I try to claim that what happened didn't shock me, I'd be lying through my teeth. I'm told that Ernest had long been embezzling public funds from under our noses. Perhaps the guilt and stress ate away at him, causing him to lash out and act erratically.
I do believe I bear some responsibility for not taking notice in the first place. Grandfather. Nevertheless, I am a statesman. I have sworn to serve Crossbell State in the present and future. No matter what happens, it's my duty to uphold that oath and lead this state. And I have decided to put that duty above all else. I'm sorry, Ellie. We've lost another family member, just like 10 years ago when I was unable to stop Ryan, your father. Not only that, but my own daughter, your mother, then left you behind shortly thereafter. And yet... Da stand gerade Ryan, oder? Ich habe irgendwie gerade Reen vor Augen und habe mich gerade gefragt, ob ich den Namen falsch gelesen habe. Und da hat es in meinem Kopf gerattert und dann habe ich mich selber verwirrt. And yet, powerless as I am, I continue to fulfill the role of MEHR. You must surely despise me. No, don't say that. I'm so proud of everything you do, Grandfather. Besides, I'm still able to keep in touch with Mother and Father occasionally. It was sad what happened with them, but as you can see, I've overcome that pain. Ellie. I originally joined the police because I wanted to help you in my own way. I thought this different approach would be a good way for me to help Crossbell too. However, now that Ernest is no longer here to help you, I was thinking maybe it's best for me to leave the force and work for... Don't be ridiculous. Grandfather? If you truly regretted this path you chose, you would have quit and started working for me long ago. But that's not the case, is it? Changing your path now would be an insult to everyone who supported you thus far. To your colleagues, to me, and above all, to yourself. Don't you worry about me, dear. After all, I have other secretaries. If necessary, I can even seek Helmer's assistance. However, it seems I'll need to delay my plan to retire as mayor for now. I suppose I can handle another 5 years before I can finally put my feet up. Therefore, Ellie, you must continue on the path you've chosen. Continue until you are satisfied with everything you've accomplished. Watching you work hard to achieve your goals will be the best motivation I could ask for. Grandfather, if the SSS hadn't been on the job, I likely wouldn't be sitting here right now. Be proud, Ellie, of what you do and how much you've grown. For you shall continue to shine even brighter and reach new heights. Much like the princesses in Arkenseel's new play. Yes, Grandfather. Oh mein Gott, die ist gesegnet mit einem sowas von tollen Opa. Kann man gar nicht anders sagen. I, Ellie McDowell, will return to my post tomorrow and strive to make Crossbell a better place. Mega. Ja, manchmal reicht es, wenn du im Leben einen Menschen hast, der genau diese aufbauenden Worte findet, um alles in die richtige Richtung zu lenken. Ich mag den voll, aber das hat sich ja am Anfang auch schon abgezeichnet, ne? Young Man's Voice. Wir sind jetzt bei HIER, oder was? You've truly saved me, Yin. Wie hieß denn der nochmal? Leo oder Lao? Nee, Kao. If the situation had progressed any further, it would have gotten quite messy. We could have been suspected of attempting to assassinate the mayor. Your connections to the Republican faction would have been to blame for that. The leader of the Imperial faction, Speaker Hartman, was likely the one who gave my name to that secretary. I imagine Hartman learned it through Ravage's Don Marconi. Yes, I'm inclined to agree. I'm sure not even he expected the secretary to go so far as to plan an assassination, though. Even so, there's no mistaking that his objective was to harm the Republican faction's reputation through us. What a troublesome city this is. Putting that aside, don't lump me in with your group. I am a hired assassin, not one of your lackeys. My, how cold. Well, no matter. Our ties with the members of the Republican faction can be severed at a moment's notice. And, as we previously discussed, HIER's counter-offensive will launch after the festival. As for the operation that will take place on the festival's final day, we leave that in your hands, Master Yin.
böse der geguckt hat. Der ist wahrscheinlich auch durch und durch böse. Very well. It's time. I'll be taking my leave. Ja, guck mal. So dachte ich nämlich, dass er dann in diesem Tower abhauen würde, indem er einfach verschwindet. Und stattdessen rennt er wie so eine erschrockene Sau die Treppen nach oben. Ever the elusive phantom. But it's time, you say? What exactly is it time for, I wonder? Tja, das wird wohl noch beantwortet werden. Der letzte Tag des Festivals wird auf jeden Fall schon wieder ein problematischer Tag. Das ist hier gerade schon mal durchgekommen an Info. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die beiden sich auch nicht unbedingt mögen. Der Kao hieß der und Yin. Ach, guck mal, jetzt können wir auch mal einen Blick auf die Dächer von Crossbear City werfen. Auch nicht schlecht. Von da hat er also alles immer schön beobachtet. Was? Was? Okay, das ist dieser typische WTF-Moment, den man einfach nicht kommen sieht. Okay, ich bin verwirrt. Aber ey, ganz ehrlich, wenn man das jetzt so sieht, ihre Darbietung bei Ark & Steel, also diese Gelenkigkeit, ne, die Art und Weise, wie sie sich bewegt. Ich glaube, in Yins Moveset hat man auch ein bisschen im Kampf diese Tanzeinlagen gesehen, die wir gerade auf der großen Bühne gesehen haben. Okay, jetzt geht's schon wieder los, ey. Was ist hier los? Good, I made it in time. Wie einfach auch keiner. Deswegen hat sich Yin immer so verhüllt, damit man auch bloß nicht erkennt, dass Yin eigentlich eine Frau ist. Aber ich weiß auch gar nicht, also von Yin hat man bisher immer in der männlichen Form gesprochen, ne? Also es sind doch bisher alle davon ausgegangen, dass er männlich ist. Aber wie macht sie das mit ihrer Stimme? Vielleicht hat die so einen Stimmverzerrer, weil sie ja ihre Mundpartie auch immer bedeckt hatte. Ich habe keine Ahnung. Krass. Rishia ist also Yin. Das heißt im Umkehrschluss aber, dass Yin eigentlich einer von den Guten ist. Oder sie, also ja, Yin ist ja eigentlich eine sie. Eine von den Guten ist und immer war, weil ich davon ausgehe, dass Rishia auch eine von den Guten ist. Naja. You're early, Rishia. Wer spricht? Ach, Elia höchstpersönlich. Elia? Ah, da ist sie wieder. Die guckt immer so, als würde die irgendwas ausfressen. Ich weiß nicht, die hat irgendwas sehr Schelmisches in ihrem Gesicht. What, are you that excited to start practice? Sheesh, and I thought I was the dance addict here. But maybe you're an even bigger one than me, hm? Oh, Elia, I don't think I'll ever be quite on the same level as you. You say that, but your actions paint a different picture. Throughout the whole preview performance, you were just as in the zone as I was. Sorry, dass ich mal zwischengrätschen muss, aber es ist so hart unlogisch, dass sich diese zwei Superstars, also vor allen Dingen Elia, hier einfach auf einem offenen, eigentlich belebten Platz hinstellen und austauschen, als wären sie ganz normale Bürger. Ohne dass Security irgendwie links und rechts zu sehen ist. Also erstmal unabhängig von dem Threat Letter. Both your dancing and acting were top-notch too, Rishia. I think it won't be long before you're a full-fledged rival of yours truly. Really? Well, either way, I still owe everything to you, Elia. I only ever knew the path I'd inherited in life, but you shined a light on a new direction for me. Though I think I need to thank the SSS this time too. Oh, du weißt ja, wo wir wohnen. Komm vorbei, girl. Oh, it's nothing. For today's practice, we're going to work on perfecting the third act, right? I'll do my best to keep up with you. Oh, someone's ready and raring to go. Well, who am I to turn down a challenge, especially from you? Alrighty then, opening night is next month. We'll work night and day till then and make this scene 100 times better. Come on, Rishia, let's get to it. Of course. Noch besser wollt ihr werden? Wie soll das denn gehen? Das sah schon nach einer ziemlich perfekten Show aus, würde ich sagen. So, Chapter 2. Golden Sun, Silver Moon. Coolio. Ich dachte gerade, ich bekomme jetzt eigentlich die Möglichkeit zu speichern. So wie das normalerweise der Fall ist. Hier jetzt, genau. Gut, ihr Lieben. Dann würde ich einem sauberen Cut zuliebe
auch wenn wir jetzt ebenfalls wieder von den Minuten her ein bisschen hinterherhängen, trotzdem den Cut hier machen, damit wir beim nächsten Mal mit einem frischen Kapitel starten. Und ich verspreche euch, die nächste Folge wird dann über 60 Minuten gehen. Ist das ein fairer Deal? Ich denke schon, weil ich werde beim nächsten Mal auch eine neue Aufnahmesession starten und den Puffer, den zeitlichen, auch mitbringen. Insofern, lasst uns hier heute Feierabend machen. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Jetzt scheitere ich schon an meinen eigenen Standards setzen. Was ist denn da los? Und ja, würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao.